Hast du zur Weihnachtszeit auch immer Probleme mit deiner Adventsdeko? Das muss doch nicht sein. Hier, mein Fimo Adventskranz hat 4 schöne Kerzen, Tannenzweige und eine schöne Schneeflockencane. Meinen Adventskranz habe ich mir in eine Dekokugel aus Acryl gelegt und die hänge ich mir an den Weihnachtsbaum. Du kannst ihn dir jedoch auch ganz einfach als Adventsdeko auf den Tisch stellen. Und wie du das alles nachmodellieren kannst, das erfährst du jetzt. Für die Kerzen benötigst du 3 Fimo-Farben. Ich verwende Reste-Fimo, aus Orange und Rot stelle ich einen Farbverlauf her. Die Fimo-Farbe Orange rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Die Fimo-Farbe Rot rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Ich lege die beiden Fimo-Farben leicht schräg aneinander, dann stelle ich einen Farbverlauf her. Dazu kurble ich auf Stufe 2 circa 20 Mal, bis sich beide Farben miteinander vermischt haben. Mein fertiger Farbverlauf sieht so aus. Den fertigen Farbverlauf strecke ich. Ich gehe dabei von Stufe 2 bis zur Stufe 6 der Pastamaschine. Aus dem Reste-Fimo habe ich mir ein Grundgerüst für meine Kerzen angefertigt. Das Grundgerüst packe ich mit dem Farbverlauf ein. Meine 4 Kerzen sehen so aus. Ich nehme mir die Fimo-Farbe Orange und gebe den Kerzen noch kleine Wachsstreifen, die nach unten laufen. Für den Docht der Kerzen verwende ich 2 Fimo-Farben, Weiß und Schwarz. Aus diesen beiden Farben stelle ich einen Farbverlauf her. Die Fimo-Farbe Weiß rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Die Fimo-Farbe Schwarz rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Aus Fimo Weiß und Schwarz stelle ich einen Farbverlauf her. Die beiden Farben rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Dann schlage ich sie wieder übereinander und kurble erneut. Diesen Schritt wiederhole ich 20 Mal. Die Farben müssen sich fließend miteinander vermischen. Der fertige Farbverlauf für den Docht der Kerzen sieht so aus. Ich strecke den Farbverlauf und gehe dabei von Stufe 2 bis zur Stufe 6. Für den Docht der Kerzen verwende ich ein Stückchen meiner Cane und packe damit einen feinen Draht ein. Die Mitte der Kerzen habe ich mit Fimo Weiß aufgefüllt, den Docht stecke ich dann in die Kerzen ein. Als Untergrund für den Adventskranz verwende ich eine Styropor-Halbkugel und die Fimo-Farbe Olivgrün. Die Fimo-Farbe Olivgrün rolle ich auf Stufe 6 der Pastamaschine aus. Die Styropor-Halbkugel habe ich mit Alufolie eingepackt. Jetzt lege ich das helle Fimo Olivgrün darüber. Meine 4 fertigen Fimo-Kerzen befestige ich auf dem dunklen Grün. Dazu stecke ich zuerst einen Draht ein. Auf den Draht drücke ich meine Kerzen auf. Aus den Fimo-Farben Gelb und der Mischung Gelb-Weiß stelle ich nun noch kleine Flammen her. Aus den 2 Gelbtönen habe ich mir kleine Flammen angefertigt. Ganz wichtig ist unten das kleine Loch, damit du später deine Kerzen anzünden kannst. Ich backe nun die Teile meines Fimo Adventskranzes 20 Minuten bei 110 Grad. Für die Zweige und Blätter meines Adventskranzes verwende ich 4 Fimo-Farben, die Fimo-Farbe Schokolade, Olivgrün, Weiß und Grün. Als Deko habe ich mich für kleine Blätter, weiße Kugeln und einen Tannenzweig entschieden. Dem Tannenzweig setze ich kleine grüne Nadeln an. Letzte Highlights setze ich mit Kreide. Die kleinen grünen Blätter bepinsle ich mit grüner Kreide, die Kugeln mit gelber. Die einzelnen Blätter und Äste bringe ich auf meinem Adventskranz an. Dazu verwende ich als Klebstoff Fimo Liquid und befestige darauf die kleinen Tannenzweige. Für die Schneeflockencane verwende ich 3 Fimo-Farben, die Fimo-Farbe Ultramarin, Weiß und Blau. Die Fimo-Farbe Weiß rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Die Fimo-Farbe Blau rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Die Fimo-Farbe Ultramarin rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus.
Aus beiden Blautönen stelle ich jeweils einen Farbverlauf her. Ganz wichtig beim Farbverlauf, der Übergang zwischen den Farben muss leicht schräg sein. Für den Farbverlauf schlage ich die beiden Farben übereinander. Anschließend rolle ich die Farben auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Diesen Schritt wiederhole ich 20 Mal, bis die beiden Farben fließend ineinander übergehen. Nach dem Ausrollen sehen meine beiden Farbverläufe so aus. Mit dem Messer schneide ich gleichmäßig große Stücke aus den beiden Farbverläufen. Ich setze die Farbe an und umwickle damit das helle Blau. Einmal komplett, dann geht es oben über die Spitze weiter. Die überstehende Masse beim Fimo Weiß schneide ich mit einem Messer ab. Von dieser einfachen Schneckencane brauchst du insgesamt 3 Stück. Eine davon wird reduziert. Die reduzierte Cane teile ich in der Mitte. Für die Schneeflocken-Cane brauchst du insgesamt diese 4 Stücke. Für die zweite Cane nimmst du dir wieder eine helle blaue Cane und eine dunkle blaue Cane. Die helle blaue Cane wickelst du auf und lässt nach unten weiß auslaufen. Die blaue Cane legst du in der Hälfte in etwa zusammen, dann schlägst du damit das helle Blau ein. Von dieser Cane brauchst du 2 Stücke. Diese setze ich spiegelverkehrt in der Mitte aneinander. Das Cane-Stück reduziere ich. Die Fimo-Farbe Weiß rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Ich baue mir meine Schneeflocken-Cane. In der Mitte die weiße Basis dient mir als Orientierung. Ganz oben setze ich die eine Cane auf mit den 2 blauen Flecken rechts und links. An den Seiten kommen die großen Schnecken. Als nächstes folgt ein kleines bisschen Weiß, um die Lücke hier in der Mitte zu füllen. Unter die große Schnecke setze ich eine weitere kleine Schnecke. Ganz wichtig, das Weiß muss hier zu den Seiten zeigen. Ich schließe die Cane mit einem kleinen Stück Blau Ultramarin ab. Das setze ich hier unten an das Fimo Weiß. Außerdem läuft dieser Strang hier mit einem Weiß aus. Mein fertiges Stück für die Schneeflocke sieht so aus. Dieses Stück reduziere ich jetzt. Die Cane habe ich reduziert. Aus dem Cane-Stück schneide ich 6 gleich große Stücke. Die 6 Cane-Stücke setze ich aneinander. Die Mitte der Cane fülle ich mit einem kleinen Stückchen Weiß auf. Von der fertigen und nochmals reduzierten Cane habe ich mir insgesamt 5 Stücke abgeschnitten. Die 5 dünnen Scheiben lege ich auf meinen Adventskranz. Meinen fertigen Adventskranz backe ich. Insgesamt 30 Minuten bei 110 Grad. Ganz zum Schluss setze ich mit etwas echtem Wachs noch letzte Highlights an den Kerzen. Dafür nehme ich ein kleines Teelicht und etwas Papier. Über das Papier lasse ich Wachs in meine Kerzen laufen und fülle diese damit auf. Oh, wie ich sehe, hast du mein Video bis zum Schluss angeschaut. Das freut mich sehr. Hast du noch Fragen, möchtest gerne noch etwas wissen? Dann schreib mir einen Kommentar. Ich beantworte deine Frage gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Froni.